konservierten Überreste der einst mächtigen Burg Langs liegen auf einer Hügelkuppe in der Nähe von Appenzell. Von hier aus ließen sich die Handelsstraßen im Tal gut überwachen. In den Jahren 1944 und 1949 wurden archäologische Ausgrabungen auf dem Gelände durchgeführt. Dabei kamen die Grundmauern der wohl größten Burganlage im Kanton Appenzell-Innerrhoden zum Vorschein. Über ihr genaues Aussehen kann nur spekuliert werden. Einen Ansatz bietet dabei das Modell von Hans Waldmeier Mühleis aus dem Jahr 1967. Von dem wohl einst mächtigen, fast quadratischen Bergfried ist leider nur der Rumpf erhalten geblieben. Zudem gab es ein größeres Wohngebäude. Alles war geschützt von einer Ringmauer mit Eckturm. Das Burgtor wurde während der Arbeiten rekonstruiert. Klangs wurde anfangs des 13. Jahrhunderts erbaut, um die Besitztümer des Klosters St. Gallen in der Gegend zu schützen. Auftraggeber waren Abt Ulrich von Sachs und sein Bruder Ritter Heinrich. Letzterem waren die Vogteirechte übertragen worden. Urkundlich erwähnt wird Klangs erstmals 1219. 1236 gelangte die Burg in den Besitz von Heinrich III., dem Enkel des Erbauers. Dieser war ein sehr bekannter Dichter und Minnesänger. Er war wohl nur selten auf der Burg, sondern hielt sich stattdessen unter Heinrich IV. Und Friedrich II. Oft am kaiserlichen Hof auf. Um 1274 wurden den Herren von Sachs die Vogteirechte und somit auch die Burg entzogen. Der von Rudolf von Habsburg unterstützte St. Galler Abt Ulrich von Güttingen gab sie dem Habsburg-treuen Ritter Ulrich von Ramschwag zu lehen. Somit stand die Vogtei fortan unter habsburgischem Einfluss. 3 Jahre später bekam Ulrich die Burg Blatten und den Hof Waldkirch. Im Gegenzug trat der Klangs wieder an die Abtei ab. Den Handel hatte Abt Rumo von Ramstein eingefädelt. Kurz darauf gab es ein erstes Mal Unruhen im Appenzeller Land. Der Abt hatte den Ammann von Appenzell gefangen genommen. Daraufhin griffen dessen Anhänger die Burg an. Doch die entsandten Truppen des Abtes konnten sie wieder vertreiben. Nach dem Tod Rumos hob man den Reformer Wilhelm von Montfort in das Amt des Abts. Dies führte zu kriegerischen Auseinandersetzungen mit König Rudolf von Habsburg und dessen Verbündeten. Das hatte unschöne Folgen für die Burg Langs. 1289 wurde sie 6 Wochen lang belagert und unter anderem mit einer Blede beschossen. Als die Angreifer die Burg nicht einnehmen konnten, setzten sie auf Verhandlungen. Die Besatzung erhielt freien Abzug und es sollen auch Bestechungsgelder bezahlt worden sein. Anschließend wurde die Burg vollkommen zerstört.
Trotz dieser Niederlage gelang es Abt Wilhelm, als Sieger aus dem Konflikt hervorzugehen. 1302 ließ er die Burg wieder aufbauen. Für die nächsten 100 Jahre war die Klangs, mit einer kurzen Unterbrechung Mitte des 14. Jahrhunderts, nun wieder Sitz der St. Gallischen Klostervögte. Das Verhältnis des Klosters zu seinen appenzellischen Untertanen wurde jedoch immer schlechter. Und 1402 eskalierte der Konflikt. Zusammen mit den Truppen der Stadt St. Gallen belagerten die Appenzeller Burg Klangs und nahmen sie schließlich ein. Die Anlage wurde mitsamt des Interieurs in Brand gesteckt. Seither ist sie eine Ruine. Die Ausgrabungen in den 1940er Jahren förderten eine Vielzahl von Funden zutage. Darunter waren Artefakte aus Keramik, wie Tonfiguren oder Teile von Gefäßen. Anhand der geborgenen Becherkacheln wurde eine Rekonstruktionszeichnung des Kachelofens angefertigt. Auch Teile von Waffen und Geschossen wurden bei den Arbeiten entdeckt. Darüber hinaus fand man noch zahlreiche weitere Metallgegenstände, wie Schlösser und Schlüssel, Nägel und diverse Werkzeuge. Leider konnten die Ausgrabungen nicht vollendet werden. Wie so oft waren fehlende finanzielle Mittel der Grund. Deshalb sind Teile des Burgareals bis heute leider unerforscht geblieben.